Wenn ihr wissen wollt, wie man so ein wunderschönes Backhändel Hispaniola, also ein Pica Pollo macht, mit schönen Kartoffeln dazu, mit einem Krautsalat und ein Fest der Sinne ist, dann bleib's jetzt dran. Servus, schön, dass ihr wieder dabei seid auf unserem Kanal Herbes Kitchen, hier in Kochl am See am Minigolfplatz. Und zwar heute machen wir einen Ausflug in die Karibik. Und zwar wir machen wirklich einmal aus der Backhändel-Kollektion ein Backhändel Hispaniola Art. Und zwar ein Pica Pollo Dominicana. Und zwar ich habe früher in jungen Jahren in der Dominikanischen Republik eine längere Zeit gelebt und gearbeitet. Und der Manfredo war damals der Chef von Capella Beach Resort, wo ich gearbeitet habe. Und seine Frau hat mir damals dieses Gericht gezeigt. Ich bin mit diesen Leuten heute noch sehr, sehr eng verbunden. Sie besuchen mich, ich besuche sie. Und es ist wirklich eine wunderbare Freundschaft. Und zwar, was brauchen wir dafür? Wir brauchen einmal eine Händelteile. Gleich zerteilt wie ein Backhändel, nur wir lassen da die Haut dran. Und wie man Backhändel tranchiert, das habe ich ja schon einmal gezeigt. Müsst ihr mal schauen, da habe ich extra einen Short gemacht. Wir brauchen Limetten, wir brauchen ein bisschen einen Orangen, wir brauchen Oregano, wir brauchen einen Knoblauch, wir brauchen Paprika geräuchert, wir brauchen etwas Zwiebelpulver, wir brauchen einen Pfeffer schwarz gemahlen, wir brauchen Koriander gemahlen, wir brauchen einen Kreuzkümmel und etwas Kurkuma. So, dann können wir schon anfangen, einmal ganz schnell mit dem Marinieren des Händels. Da brauchen wir eine Limette. So. Dann können wir schon hergehen. Ganz ein bisschen geräuchertes Paprikapulver. Wir brauchen da ein bisschen an Knoblauch. Wir brauchen etwas Oregano. Wir brauchen Koriandersamen gemahlen, ganz leicht, zieht schnell vor. Dann etwas Kurkuma. Reicht schon. Etwas Kreuzkümmel, aber da auch aufpassen, der zieht so schnell vor. Dann etwas Pfeffer schwarz gemahlen, auch aufpassen, nur ein bisschen. Zwiebelpulver. Und das war schon einmal der erste Teil. Dann tun wir da noch ein bisschen eine Orange mit rein, ein bisschen einen Orangensaft. Und das lassen wir jetzt etwas marinieren. Natürlich ein bisschen Salz gehört auch noch dazu. So. Den Löffel tun wir weg. So. Und das tun wir jetzt etwas marinieren. Das lassen wir einfach so wie es ist, etwas marinieren. So. Seht ihr? Schön verteilen. Wow, da kommt schon wieder ein wahnsinnig guter Geruch von den ganzen Gewürze und Zutaten. Und das stellen wir nachher auf die Seite und lassen etwas durchziehen. Am besten ist sogar, wenn man das einen Tag vorher macht, aber dann bitte ohne Salz, weil das Salz zieht das ganze Wasser raus aus dem Fleisch. Aber es reicht schon, wenn das jetzt einmal ein paar Minuten mariniert. So, die Hände gut waschen, weil wir haben ja mit Geflügel gearbeitet. So. Und ihr werdet sehen, das wird wieder ein wunderbares Gericht, was man super zu Hause nachmachen kann. Und das lassen wir mal jetzt ein bisschen durchmarinieren. So, in der Zwischenzeit machen wir den zweiten Teil. Und zwar, ich habe da ein bisschen Kokosmilch. Die tun wir mal glatt rühren, weil da ist auch immer ein bisschen das Kokosfett dabei, die Kokosbutter. So. Und dann tun wir hier hinein
etwas Mehl. Mal schauen. Es soll auch so eine Art wie ein Pfannkuchenteig werden. Und ganz ein bisschen Stärke. Ich habe da eine Maisstärke hergenommen. Also so, das passt schon. Und das einfach glatt rühren und anziehen lassen. Kann man sogar hergehen und noch ein bisschen Mehl dazu tun. So. Und da tun wir gleich ein Ei mit rein. Ganz ein normales Landei. So. Das war's schon. Und das lassen wir jetzt auch nebenbei ein bisschen mit angehen. Und zwar da tun wir jetzt noch einmal ganz leicht ein bisschen würzen. Und zwar wieder mit allen Zutaten. Was ich euch gezeigt habe. Von allen etwas rein. Und dann geben wir da in diese Marinade auch nochmal ein bisschen einen Kick. Aber da auch wieder aufpassen, wir haben jetzt schon das Händler ein bisschen vormariniert. Wir brauchen da wirklich nicht viel. Es geht nur zur Unterstützung. So. Das war's. Und das glatt rühren. Und das ist der zweite Teil von der Marinade. Das können wir auch dabei stehen lassen. So, da möchte ich dazu machen. Normalerweise gibt man in der Karibik frittierte Bananen dazu, also die Kochbananen, die Platanos. Aber, so, das Brettel dreimal um, man weiß es nie. Aber durch das, dass wir ja keine Kochbananen da haben, gehen wir ein bisschen in unsere Alpenküche rein. Und zwar, wir machen ganz normale Kartoffelscheiben. Das brauchen wir gar nicht. Kartoffelscheiben. Und das kann man marinieren. Und zwar, ich habe da wieder selber eingemachtes Gewürzsalz. Und zwar mit ein bisschen Paprika, Kümmel und Salz. Und das tun wir dazu. Ihr könnt auch ein bisschen Rosmarin abzupfen und dazu tun. Aber ich will jetzt da einfach das ein bisschen Natur gehalten werden. Ein bisschen Olivenöl dazu. Und das mischen wir einfach durch. So dass alles benetzt ist. Und das ist auch wieder ganz einfach gemacht. Also, ich bin ja leider kein Freund von Pommes. Mir ist lieber, wenn man so eine Kartoffel an eine schönen dazu macht. So, dann haben wir da ein Backblech. Und das tun wir einfach aufs Backblech drauf. Schaut's. Ganz einfach. Und da schieben wir da bei 180 Grad ca. 15-20 Minuten. Müssen wir noch schauen, wie lange es braucht. Ins Rohr. Und zusätzlich habe ich da schon ein bisschen Öl gemacht. Und zwar, da wenn wir noch die Händelteile unserer Pica Pollo, wenn wir da rausbacken. Und schaut, dass das ungefähr eine Temperatur von ca. 150, 160 Grad hat. So, das da schieben wir jetzt bei 180 Grad bei Umluft einfach ins Backrohr mit rein. So, da passiert nichts. Dann kommen wir zum nächsten Teil. Und zwar, ich möchte auch ein bisschen an Krautsalat dazu machen. Und zwar dann immer wieder ein bisschen Spitzkraut. Das habe ich natürlich schon wieder gewaschen. Und ein bisschen zugeputzt und die äußeren Blätter befreit.
Und da machen wir einfach wirklich etwas Krautsalat dazu. Das kommt recht gut. Und zwar, wir machen mit ein paar. So. Das kann man auch wieder auf die Seite tun. Und bei Krautsalat gibt es immer einen Trick. Viele damit blanchieren. Ich mag es nicht, wenn er blanchiert ist. Außer ich mache Krautwickel, also Kohlrouladen oder irgendwas. Und zwar, ich gehe einfach her, nimm einfach ein bisschen Salz und etwas Zucker und tue ihn jetzt kneten. Jetzt wird er wirklich weich. Und ihr braucht den Krautsalat wirklich nicht blanchieren, so wie es manche Leute machen. Seht ihr, wie schön die Struktur aufgeht? Er bleibt noch ein bisschen knackig. So. Das war mal, das lassen wir jetzt ganz kurz ein bisschen anziehen. In der Zwischenzeit schneiden wir etwas Chili. Gehen wir mit rein. Dann habe ich da noch einen schönen Knoblauch, den geben wir mit rein. Dann haben wir da so schöne Kirschtomaten, Cherrytomaten. Die habe ich natürlich auch schon vorher gewaschen. Braucht ihr keine Angst haben. Die geben wir auch mit rein. Dann eine Radiesal. Und einen roten Zwiebel. So. So, dann. Und dann können wir schon hergehen mit etwas Kümmel gemahlen. Gemahlener ist besser bei Krautsalat, weil wenn man raufbeißt, ist es angenehmer. Außer ihr blanchiert ihn vorher. Dann etwas Apfelessig. Reicht vollkommen. Und etwas Sonnenblumenöl. So. Und das war's. Und jetzt können wir den schön vermengen. Und einfach stehen lassen. Schaut, wie schön das wird. Dieser Salat eignet sich perfekt dafür. So, dann waschen wir unsere Hände wieder. Kartoffeln sind super. Die kommen schön. Da machen wir gleich wieder auf die Seite. Den können wir dabei da herstellen, den richten wir noch an. Da können wir gleich wieder sauber machen. Für den nächsten Arbeitsschritt, das tun wir auch auf die Seite, das brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Und Essigöl haben wir genug drinnen, brauchen wir jetzt auch nicht. So. Und das machen wir wieder sauber, unseren Arbeitsplatz für den nächsten Schritt. Okay, so, dann brauchen wir den dritten Teil von unserer Panade und zwar ganz normales glattes Mehl, 405. Ich habe es einmal mit einem Wiener Grießler, mit einem griffigen Mehl probiert, ist nicht so gut gekommen. Dann tun wir hier mit Stärke vermengen. Dann habe ich hier, ich weiß, jetzt wird es mich verteufeln, aber das ist wirklich original und zwar das ist Hühnerbrühepulver. Das tun wir mit dazu rein. Lucy hat gesagt, ohne das ist kein Piccapollo. Und ich vertraue ihr. Also tun wir nicht immer alles verteufeln, nehmen wir es einfach so her, so wie sie es mir damals gezeigt hat. Dann können wir da ganz, ganz leicht ein bisschen wieder die Marinade würzen mit unseren Zutaten. Und wir geben
die Panade wollte ich sagen, nicht die Marinade, mit unseren Zutaten. Schatz. Und ihr werdet sehen, das wird ein fantastisches Backhändel à la Hispaniola. Und noch ganz leicht ein bisschen von den Koriandersamen. So, jetzt haben wir wieder die gleichen Zutaten noch einmal hergenommen. Und ihr werdet sehen, das wird ein Fest der Sinne. Wir haben da so viel Aromastoffe drinnen, das wird wirklich fantastisch. So. Ich rieche das jetzt schon wieder. Also tut dieses Hühnerbrühepulver nicht verteufeln. Ich habe mir überlegt, soll ich es hernehmen, soll ich es nicht hernehmen. Ich habe es schon einmal ohne gemacht. Es war einfach nicht der gleiche Geschmack. So. Alles klar. So, dann machen wir gleich wieder sauber, weil da haben wir ein bisschen gepotzt. So, und jetzt brauchen wir da noch einen zusätzlichen Teller. Und jetzt kommt die eigentliche Arbeit. Wir müssen schauen, dass da die Temperatur zwischen 150 und 160 Grad ist. Wir lassen das nach 15 Minuten drinnen. So. Und das wird wirklich ein fantastisches Händel. Einmal anders. Weil wir Österreicher haben ja unser Steirer Händel, das ist mit Kürbiskerne oder das Wiener Backhändel, das ist mit einer Semmelpanade. So, und das einfach hergehen, könnt ruhig die Fingerlein hernehmen. Ihr müsst halt immer wieder schauen, so wie ich, ganz gut sauber waschen. So, das lassen wir jetzt auch nochmal da drinnen. Und das auch. Und das auch. Das tun wir jetzt auch nochmal rein. Lassen wir ganz kurz ein bisschen durchziehen. Das bitte unbedingt wegtun, weil da war ja Geflügel und so weiter drinnen. Also nicht nochmal verwenden. Das ist einfach gefährlich. So. Okay, und jetzt gehen wir her und tun diese Händel wirklich und nehmt ruhig die Finger her, weil mit was anderem kann man gar nicht einmal so gut arbeiten. Und die werden jetzt in Mehl, diese Brühe und Gewürzmischung schön noch einmal paniert. Und das ist wirklich ein Nationalgericht der Dominikaner und das essen Theresa und ich wahnsinnig gern. Und ich wollte es euch einmal zeigen, dass man mal etwas aus einer anderen Gegend etwas macht. Und wichtig ist da, Durzle andrücken, beim Backhändeln durchziehen und da unbedingt andrücken. Da auch den nächsten Teil. Und wenn ihr zum Beispiel das nur heute macht, diese Marinade genauso wieder wegwerfen, also wegtun, weil da war ja wieder das Händel jetzt auch drinnen. Also nicht morgen und übermorgen noch einmal verwenden. Bitte tut das ja nicht. So. Und das war's. Und wir sehen, wie krass, wie super das wird. So, dann. Jetzt gehen meine Hände dann wieder waschen. Ich muss jetzt sauber werden. Und das haben wir gleich ein bisschen auch mit unserem Desinfektionsspray ein bisschen desinfizieren. Und dann haben wir es wirklich wunderbar. Okay, so dann. Das tun wir auf die Seite, das tun wir nachher weg, weil das brauche ich heute nicht mehr. Also nicht aufgehalten, diese Sachen. Ihr könnt jetzt auch noch viele Händelteile damit panieren.
Aber ich mache jetzt da eine Portion, um euch zu zeigen, wie das geht. So, dann schauen wir mal da von der Temperatur her, wie wir ausschauen. Der 20, ja, müsste passen. Müsste passen. Und zwar brauchen wir gleich mal einen kleinen Test machen. Und da müsst ihr aufpassen beim Reintun. Immer ein bisschen warten. Da können wir ruhig ein bisschen hintergehen. Immer ein bisschen warten, weil es schäumt auf durch das Mehl. So passiert nichts. Einfach nach der Reihe reinlegen. Dann haben wir die optimale Temperatur. Immer mal kontrollieren. Kommt schon schön. Kann man sogar ganz kurz einmal ein bisschen wegziehen. Schaut, wie schön die Teile werden. Wahnsinn. Und die brauchen so circa 12, 15 Minuten. Kommt immer darauf an, wie groß ihr die Teile lasst. Bei größeren Teilen natürlich etwas länger und dann geht man mit der Temperatur ein bisschen runter. Und ihr könnt es auch spülen, ihr könnt es ja mal wegziehen auch. Wenn ihr jetzt seht, so, jetzt passt schon wieder fast. Und ihr werdet sehen, wenn ihr das macht, keine Hexerei, keine Zauberei, Aromen vom Feinsten mit Limette, mit Orange, mit Kreuzkümmel, mit Koriander und so weiter. Also wirklich ein Fest der Sinne. So, jetzt können wir es wieder rauf tun. Jetzt haben wir genau die richtige Temperatur. Und das lassen wir jetzt wirklich schön fertig an. Auf der anderen Seite schauen wir mal die Kartoffeln an. Die kommen auch wunderbar, wunderschön. Schaut's her. Schön, wenn die Kartoffeln so richtig schön. Und die werden genauso gleich fertig wie das Händel. Super. Kann man ruhig ein bisschen mit der Temperatur spülen. Da kannst du am Anfang ein bisschen weniger Temperatur machen bei den Kartoffeln und danach ein bisschen mehr. Und das lassen wir jetzt richtig schön rausbacken. Und zwar goldbraun. Wenn ihr eine Fritteuse habt, könnt ihr das natürlich in der Fritteuse auch machen. Heißluftfritteuse, nein. Weil es ist ja eine Mehlpanade und das funktioniert in der Heißluftfritteuse nicht. Also ein Airfryer würde ich es nicht empfehlen. So, da können wir in der Zwischenzeit gleich wieder ein bisschen sauber machen. Da brauchen wir noch eine Limette zum Anrichten. Und seht ihr, wie wunderbar das wird. In der Karibik wird klassisch Kochbananen, also Platanos und auch ein Krautsalat dazugeben oder auch Papa Frita, also Patata Frita. Das sind Kartoffelecken oder Kartoffelscheiben, so ähnlich gemacht wie Pommes. So, das ist wirklich wunderbar. So, das kann man auch schon auf die Seite. Dann brauchen wir da einen schönen Teller danach. Den kann man auch gleich ein bisschen mit anwärmen. So, das wird jetzt circa noch, ich schätze, 10 Minuten dauern. Und wenn es noch fertig ist, dann richten wir es an. So, das hat jetzt 15 Minuten schön bei circa
150 Grad frittiert. Die Teile sind jetzt fertig. Jetzt haben wir sie raus auf ein Krepppapier, auf eine Küchenrolle. Mal schaut, wie schön die waren, sind die Teile. Und sie sind richtig knusprig und kross. Und lassen sie einmal ein bisschen abtropfen. Und dieses Öl bitte nicht wegwerfen. Durchsieben und man kann damit nochmal ein Backhändel machen oder irgendeine andere Sachen, was ihr frittiert. Oder vielleicht einmal eine Pommes. Also das bitte nicht wegwerfen. Weil das Öl ist nämlich nicht so billig und deshalb bitte nicht. So, dann schauen wir auf unsere Kartoffeln. Ah, sind die schön. Oh, die sind so schön geworden. Perfekt. Dann können wir schon anrichten. So, wir nehmen hier unseren Krautsalat. Den werde ich jetzt noch mal ganz kurz probieren, ob da noch was fehlt. Einen Moment. Super, knackig und trotzdem weich. Perfekt. So, frischen Löffel. Jetzt riecht man das an. Wir tun da unseren schönen Krautsalat mit der Radiesel. Mal schmeckt der frisch, erfrischend, Wahnsinn. Mit der Radiesel da mal da her. Dann unsere schönen Kartoffeln. Holen wir auch raus. Wahnsinn, schaut's. Das Original wäre jetzt frittierte Bananen, Kochbananen. Aber durch das, dass wir da ja keine haben und wenn wir wirklich da eine kriegen, dann sind sie von keiner guten Qualität. So. Und die legen wir uns einfach wunderbar schön so her in einen Kreis. Was haltet ihr davon? Ha? In einen Kreis. Schaut das nicht lieb aus? So, schaut's. In einem schönen Kreis riecht man das an. Und wisst was? Ich habe ja momentan ja die Folienkartoffel auf der Karte. Ich habe ja da etwas Quark. Den Kräuterquark mit der Creme Fraiche. Wisst was? Lassen wir ein bisschen was von uns mit einfließen da. Schaut, den da mal da in die Mitte rein. Was haltet ihr davon? Dann kriegen die Kartoffeln auch nochmal einen wunderbaren, schönen Geschmack. Da mal ein bisschen rauf. So, jetzt schauen wir uns das Händel an. Schatz. Ist das nicht knusprig? Wahnsinn. Schatz. Wahnsinn. Muss ich probieren. Ich muss das probieren. Wahnsinn. Sehr gut. Diese Aromen. Fantastisch. So, Hände waschen. Also wirklich, probiert das unbedingt nachkochen. Unbedingt. Unbedingt. So. Und dann machen wir eine schöne Teile rauf. Wir geben da eins von denen. Dann das Flügerle. Wir geben da Schenkerle, Oberkeule und Unterkeule. Und schon hat man wirklich ein wunderschönes, super Gericht. Da haben wir noch eine Limette mit drauf. Eine Limette mit drauf. Und das ist ein wunderbarer, schönes Gericht. Einmal ein anderes Backhändel, auffrittiert. Wirklich mit so super Aromen. Wir haben gesehen, mit wie viel Gewürzen und Kräutern wir da gearbeitet haben. Mit einem schönen Krautsalat dazu, mit schönen Kartoffeln, was wir im Backradring gemacht haben. Und ihr werdet sehen, es ist fantastisch. Einfach mal nachmachen und ihr werdet begeistert sein. Ich bedanke mich wieder recht herzlich fürs Zuschauen. Es war mir wie immer eine Ehre für euch zu kochen, euch etwas Neues zu zeigen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns ein Like und
abonniert vielleicht unseren Kanal, weil das ist für unsere kleine Küche da und für unseren kleinen Kanal irrsinnig super, wenn wir ein bisschen eine größere Reichweite kriegen und eventuell, wenn ihr das Video mit euren Freunden teilt, weil dieses Gericht gehört auch bei uns rein. Ich bedanke mich recht herzlich und bis zum nächsten Mal.